Hallo Freunde der Werkstatt, ich melde mich mal wieder zurück. Habt ihr eventuell auch Probleme mit Sungrow Produkten, wie zum Beispiel hier? Ich beziehe sinnlos Netzstrom und lade gleichzeitig die Batterie, obwohl die Batterie zu 92% geladen ist. Das macht doch null Sinn. In diesem Video schauen wir uns die Probleme an. Ich zeige euch die Parametereinstellungen, diverse Kurven, welche die Probleme aufzeigen. Ich habe zwei Häuser, beide haben eine eigene Zuleitung vom Netzbetreiber. Auf Haus Nummer 1 habe ich auf dem Flachdach eine Solaranlage mit Ost-West-Ausrichtung montiert. Ich habe nun 4 Strings, welche vom Dach kommen. Das ist auch der Grund, warum ich mich für Sungrow und nicht für meinen üblichen Hersteller entschieden habe. Der SH20T hat 3 unabhängige Tracker, kann 20 Kilowatt verarbeiten, ist Ersatzstrom respektive notstromfähig. Haus Nummer 2 habe ich vom Netzbetreiber getrennt und mir eine direkte Leitung von Haus 1 gezogen. Ein sogenanntes ZEF, Zusammenschluss für Eigenverbrauch. Falls euch diese Installation interessiert, könnt ihr mich gerne abonnieren, dann werde ich mal ein detailliertes Video dazu machen. Schauen wir uns mal das Problem an. Ich gehe hier auf Zusammenfassung, dann Monat und hätte gern den Monat August. So, wir sehen nun hier, wir haben fast 40 Kilowattstunden aus dem Netz bezogen. 1, 2, 3 Kilowattstunden wären normal. Hier muss ich sagen, vielleicht 3-4 Kilowattstunden waren auch berechtigt, da ich mal 2 Tage Regen hatte und irgendwann mal die Batterie leer war. Aber eben, es sind immer noch ungefähr 35 Kilowattstunden, die völlig unberechtigt aus dem Netz gezogen wurden, obwohl ich Batterie hatte, obwohl ich genug PV-Leistung hatte. Und das schauen wir jetzt uns an in den Kurven und da ist mir etwas aufgefallen. Immer die roten Spitzen, die über der Nulllinie liegen, habe ich da etwas rausgefunden. Und zwar jedes Mal, wenn der Ertrag vom Dach höher ist als die eingestellte Ladeleistung, die maximale Ladeleistung der Batterie, hat das Ganze nicht mehr funktioniert. Ihr seht jetzt auch hier, ich zeige euch da mal diverse Kurven, ich habe das praktisch jeden Tag. Schaut die roten Spitzen an, die über 0 sind. Das ist jeweils immer Netzbezug, obwohl Batterie geladen ist, obwohl genug PV-Strom vorhanden ist. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich kann es euch gut hier an diesem Beispiel zeigen. Ich habe eingestellt maximale Ladeleistung 6 Kilowatt. Jetzt, sobald hier oben mehr Energie vom Dach kommt, anders gesagt, sobald ich hier die 6 Kilowatt erreiche, funktioniert die Batterie nicht mehr. Ich demonstriere es euch mal schnell. Ich schalte einen Heizlüfter ein, 2 Kilowatt. Jetzt wird noch alles funktionieren, denn die maximale Ladeleistung ist noch nicht erreicht. Man sieht es hier, der Gesamtverbrauch hat sich um 2 Kilowatt erhöht und die Ladeleistung der Batterie hat sich um 2 Kilowatt verringert. Schalte den Ofen wieder aus. So, und er lädt jetzt hier wieder mit dem Überschuss die Batterie. Jetzt kommt dann gleich der Moment, wo wir die 6 Kilowatt erreichen. Und dann wird das nicht mehr funktionieren. So, jetzt ist der Moment gekommen. Die 6 Kilowatt maximale Ladeleistung sind erreicht. Wir haben mehr Energie, die vom Dach kommt. Wir speisen sogar zurück ins Netz. Und jetzt schalte ich meinen Heizlüfter wieder ein. Jetzt wird das nicht mehr funktionieren. Wie ihr jetzt seht, das ist doch so ein Scheiß. Jetzt zieht er mir 1,4 Kilowatt aus dem Netz, anstatt hier die Ladeleistung zu reduzieren. Also wenn die maximale Ladeleistung erreicht ist, dann funktioniert das nicht mehr. Jetzt zeige ich euch schnell, was passiert.
wenn ich auf 3 Kilowatt einstelle, das ist eigentlich die Einstellung, die ich immer habe, denn ich möchte eigentlich nicht, dass meine Batterie mit mehr Leistung geladen wird. Ich sage jetzt mal, je höher ihr die Ladeleistung einstellt, desto weniger Netzbezug habt ihr. Jetzt hat er gewechselt auf 3 Kilowatt. Das ist jetzt das Hauptproblem. Jetzt schalte ich meinen 5 Kilowatt Heizlüfter ein. Und das ist eigentlich so bei mir der normale Fall. Ich habe auf 3 Kilowatt eingestellt und jetzt kommt irgendwo die Wärmepumpe oder der Boiler, der sich einschaltet mit 5 Kilowatt. Da kommt doch Freude auf, he? Die 3 Kilowatt sind erreicht. Sobald die erreicht sind, zieht er alles Zusätzliche vom Netz. Zum Schluss noch zeige ich euch, was passiert, wenn die Batterie zu 100% geladen ist. Ladeleistung war eingestellt 3 Kilowatt, deshalb zieht er mir jetzt hier wieder Netzstrom. Ich habe umgeschaltet auf 5 Kilowatt. Er wird jetzt dann bald wechseln und dann wird es funktionieren. Jetzt lädt er aus der Batterie und gibt Strom ab ins Haus. Also, was hat das mit der Ladeleistung der Batterie zu tun? Die ist 100% geladen. Nochmals zur Erklärung. Sobald von den PV-Modulen weniger Energie kommt, als die Ladeleistung eingestellt ist, dann funktioniert alles. Sobald die PV-Leistung höher ist als der eingestellte Ladewert, dann funktioniert nichts mehr. Und das ist natürlich bei mir ein Riesenproblem. Viele Leute werden das gar nicht merken, denn ich sage jetzt mal, auf einem normalen Einfamilienhaus haben vielleicht 7-8 Kilowatt Peakplatz. Da kommt vielleicht im besten Fall 5-6 Kilowatt runter. Das heißt, ihr werdet die Probleme gar nie eigentlich so haben. Aber ich habe 23 Kilowatt auf dem Dach und meistens kommt da irgendwo zwischen 10 und 18 Kilowatt dauernd vom Dach runter. Ich kann ja meine Ladeleistung gar nicht so hoch einstellen. Und wie gesagt, ich möchte die Batterie auch ein bisschen schonen. Ich möchte nicht meine Batterie immer unter Volllast laden. Ich möchte auch nicht meine Batterie morgens um 8 Uhr schon voll haben, denn eine Batterie kann man auch langsam laden und das wird die Lebensdauer auch verlängern, wenn die nicht permanent bei 100% sitzt. Und außerdem ist es in meinen Augen einfach nur ein Bug, denn es hat ja gar nichts mit der Ladeleistung zu tun, wenn die Batterie voll ist. Wenn die Batterie voll ist, soll der einfach Strom dazugeben, egal was da eingestellt ist. Jetzt schauen wir mal, ob ich was falsch eingestellt habe oder ob das ein Bug von Sungrow ist. Übrigens, mit Sungrow zu kommunizieren ist relativ kompliziert. Bei mir funktioniert das nicht so richtig, aber da mache ich mal ein separates Video dazu. Zuerst habe ich natürlich mal gecheckt, die Updates, die sind alle ausgeführt. Kann man hier auf Firmware Update gehen. Ihr seht, neueste Version, das könnt ihr bei allen Komponenten machen. Kommunikationsmodul habt ihr noch, dann noch eine Batterie. Ihr könnt auch hier rauf schauen, da habe ich gehofft, da habe ich vorgestern ein aktuelles Update noch raufgespielt. Die Hoffnung war groß, ob der Bug behoben ist, leider nicht. Es kann natürlich auch sein, da der SHT-Wechselrichter relativ neu ist, dass es da vielleicht noch Bugs drin hat. Man findet im Netz nicht sehr viel darüber. Dann habe ich natürlich die Smart Meter kontrolliert, aber die habe ich selbst angeschlossen. Dreimal kontrolliert, ob die richtig angeschlossen sind. Man würde es ja auch sofort eigentlich sehen, wenn da irgendwas, ein Phasendreher oder irgendwas drin wäre. Dann habe ich natürlich alle Anschlüsse kontrolliert an der Batterie. Oder zum Beispiel hier kann man
zur Batterie gehen. Hier sieht man übrigens auch den maximale Ladestrom und Entladestrom, 50 Ampere mal, ja, was hat die, etwa 216 Volt im Moment. Das gibt ungefähr diese 10,5 Kilowatt, die die Batterie Maximum laden und entladen kann. Deshalb braucht die Batterie auch ein 10 Quadrat Kabel mit speziellen Steckern. Dann habe ich natürlich die Temperatur auch immer kontrolliert, ob da vielleicht irgendein Fehler ist. Da kann man sich einen Zeitraum aussuchen. Ich mache jetzt irgendwie 28 bis 31. Aber da war auch nichts Auffälliges. Temperatur immer zwischen 21 und 29 Grad, was auch mit der Raumtemperatur zusammenhängt. Dann habe ich natürlich auch die Anlage ausgeschaltet, alles neu gestartet. Hat auch nichts gebracht. Dann habe ich natürlich angefangen, mir alle diese 200 Parameter genau anzuschauen und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, bis ich das rausgefunden habe. Könnt hier unter Einstellungen, ihr braucht übrigens Installateur-Account, sonst kommt ihr hier gar nicht hin. Ich mache mal schnell die allgemeinen Parametereinstellungen, da kommt glaube ich jeder hin. Immer Parameterabfrage machen, damit ihr die aktuellen Werte habt. Dauert ein paar Sekunden. Gut, hier könnt ihr den Wechselrichter hoch oder runter fahren. Schutzparameter, das ist bei der Installation, da dürft ihr ja nichts verstellen. Allgemeine Einstellungen, hier gibt es eigentlich nichts auszufüllen. Außer das hier, netzunabhängiger Modus, habe ich aktiviert, denn ich habe mir noch eine Ersatzstromsteckdose gebaut, dass ich auch Strom habe und die Solaranlage funktioniert, wenn ich vom Netz getrennt bin. Übrigens, wenn ihr hier klickt, dann gehen euch zusätzliche Felder auf, wenn ihr das aktiviert. SOC bedeutet State of Charge, auf Deutsch Ladezustand der Batterie. In den Batterieeinstellungen, die wir nachher noch sehen, dort habe ich 5% eingestellt. Das heißt, die wird nie tiefer entladen als 5%, damit die nicht in die Tiefenentladung geht und nicht beschädigt wird. Hier habe ich nochmals zusätzlich 5% für den Backup-Ausgang reserviert. Die 5% plus die 5% Backup ergibt 10%. Das heißt, meine Batterie wird nie tiefer als 10% entladen. Ja, das hier wäre noch, wenn man einen zweiten Wechselrichter hat. So, jetzt wichtig hier. Die Entladezeiten der Batterie kann man hier einstellen. Und hier muss immer stehen 0 bis 24 Uhr. Dann funktioniert das immer. Also das ist 24/7 kann die entladen. Und auch am Wochenende. Wenn ihr hier einen anderen Wert eingestellt habt, dann ist zum Teil klar, warum sie nicht entladen kann. Wenn ihr die Zwangsladung aktiviert, dann gehen euch diverse neue Parameter auf, die ihr einstellen könnt. Da könnt ihr Startzeiten einstellen für die Zwangsladung. Das macht vielleicht Sinn im Winter oder wenn ihr einen sehr günstigen Stromtarif zum Beispiel in der Nacht habt, dann könnt ihr die Batterie übers AC-Netz quasi zwangsladen. Hier haben wir noch den DO-Port. Den braucht man zum Beispiel, um eine Wärmepumpe anzusteuern oder einen Heizstab oder sonst irgendein anderes Gerät. Gehen wir in die erweiterten Einstellungen. Hier kann man ziemlich viel einstellen. Ich mache wieder Parameterabfrage. Falls jemand eine ähnliche Anlage hat wie ich und auch diese Probleme, schreibt es doch in die Kommentare unten rein. Oder falls ihr die Probleme nicht habt, schreibt doch rein, was ihr anders eingestellt habt. Das wäre super toll. Hier bei den Schutzparametern müsst ihr eigentlich gar nichts verändern. Gehen wir weiter in den Leistungsregelungsmodus. Fallback-Wert, das ist einfach nur schlecht übersetzt. Hier geht es um den Backup-Ausgang, den kann man hier begrenzen, wie viel Leistung da rausgehen darf. Bei mir nicht viel, denn ich habe da nun eine Steckdose. Das wäre noch, wenn man einen zweiten Wechselrichter hat. MPP-Scan
habe ich mal ausprobiert, bringt zum Teil etwas. Lichtbogenerkennung habe ich aktiviert, war standardmäßig nicht aktiviert. Hier kann man die Wirkleistung des Wechselrichters noch begrenzen. Ich habe den auf 100% gelassen, also deaktiviert. Der soll auch seine 20 Kilowatt bringen, wenn er es hat. Hier müsst ihr unbedingt den richtigen Wert eintragen. Das ist die Peak-Leistung der Module auf dem Dach. Dynamische Einspeisebegrenzung musste ich aktivieren. Der Netzbetreiber gibt hier vor, maximal 70% darf ich einspeisen. Das sind dann 70% von 22,88 Kilowatt. Habe ich beide Werte eingetragen. Hier könnte man noch die MPPTs verstellen. Müssen natürlich auch unabhängig sein bei mir. Das ist eigentlich die Sicherung vor dem Wechselrichter. Bei mir ist da eine 32 Ampere Sicherung drin, also 3 für jede Phase einen. Und wenn man da 20 Kilowatt mal 1,44 rechnet, dann kommt man ungefähr auf, ja, was gibt das, 29 Ampere pro Phase. Alles andere hier lasse ich so. Energiemanagement-Parameter muss hier unbedingt auf Eigenverbrauch stehen, sonst funktioniert die Batterie natürlich auch nicht richtig. Maximal zulässige AC-Ladeleistung. Also wie viel Leistung darf er aus dem Netz ziehen, um die Batterie zu laden? Da müsst ihr den Wert der Batterie eintragen. Eben bei meiner Batterie wären es maximal 10,5 Kilowatt. Nennleistung des Generatorsets. SHT-Wechselrichter, der hat gar keinen Anschluss für einen Generator. Zum Beispiel ein Dieselstromgenerator ist hier sowieso ausgeschaltet. Signalintervall, externes EMS. Ein EMS, das ist Energiemanagementsystem, falls ihr ein externes verbaut habt. Wenn ihr zum Beispiel hier 5 Sekunden keine Informationen erhält, geht er zurück auf Eigenverbrauch. Ich habe kein externes EMS verbaut. Der Wert war standardmäßig auf 0, aber wenn ihr den einmal ändert, könnt ihr den gar nie mehr auf 0 zurücksetzen. Nummer 7 wäre noch, wenn ihr zum Beispiel das ganze Haus am Backup-Anschluss angeschlossen hättet. Dann hier die Batterieparameter, Maximum State of Charge. Batterie soll immer auf 100% laden, damit sie auch balancieren kann. Minimum 5%, damit er nicht in die Tiefenentladung geht. Dann eben hier das Problem, das wir haben mit der Ladeleistung, die maximale. Sobald die erreicht ist, funktioniert alles nicht mehr so richtig. Dann hätten wir hier noch die maximale Entladeleistung der Batterie. Das waren nun alle Parametereinstellungen. Jetzt möchte ich euch noch etwas Geiles zeigen. Alles, was ihr einstellt, könnt ihr immer wieder nachschauen, was ihr geändert habt. Ihr geht hier auf diese Uhr und da könnt ihr ein Datum auswählen. Ihr könnt auch sagen, ihr könnt das Datum auch vom 2. bis zum 9. machen oder was auch immer. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier den 2. August. Da war die Inbetriebnahme. Und dann sehe ich die Zeit, das Datum, kann ich den Bericht aufmachen. Und da stehen alle Änderungen drauf. Ich kann mir die Daten runterladen und dann habe ich eine komplette Liste, wo ich alle Werte zum gewünschten Zeitpunkt sehe. Und das könnt ihr übrigens auch mit den allgemeinen Parametereinstellungen machen. Könnt ihr da den Bericht aufrufen.
Dann gibt es noch weitere geile Einstellungen, aber das zeige ich euch mal in einem anderen Video. So wie zum Beispiel hier Zellspannungen könnt ihr aufrufen. Schreibt mir doch gerne eure Kommentare. Wie sieht das bei euch aus? Ist das wirklich ein Bug oder habe ich irgendeinen Scheiß eingestellt? Vielleicht schaut ja SunGrow auch zu, denn über den Kommunikationsweg funktioniert das irgendwie meine Anfrage nicht. Vielleicht finden wir hier in der Community eine Lösung. So, wenn euch das was gebracht hat, sehr gerne ein Like da lassen oder abonnieren. Es wird noch viel von dieser Anlage kommen. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.